Willkommen bei Mexiko Anleitungen und Tutorials. Heute zeige ich dir 5 geniale Websites, mit denen du zum Beispiel mittels künstlicher Intelligenz einen menschlichen Avatar für dich sprechen lassen kannst. Mehr dazu später. Zuerst der Hinweis, dass dieses Video nicht gesponsert ist. Ich finde die Websites tatsächlich cool und möchte sie mit dir teilen. Fangen wir an mit einem Gratis-Übersetzer, der durch Deep Learning-Technologie tatsächlich natürliche Sätze schreibt. Fügen wir diesen Absatz bei Google Translate ein, zeigt sich gleich die typische Schwachstelle. Die Übersetzung reicht zum Verständnis, aber jeder Muttersprachler merkt sofort, dass das eine maschinelle Übersetzung ist. Jetzt setzen wir den Text mal bei DeepL ein. Ich finde die Übersetzung perfekt. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du davon hältst. Das Ganze geht ohne Anmeldung und es gibt sogar Gratis-Apps für den Mac, iOS und Androiden. Nur wer geschäftlich lange Texte oder gleich ganze Word- und PDF-Dokumente übersetzen lassen will, braucht das kostenpflichtige Abo. Bevor es gleich wieder um Software geht, kommen wir kurz zu einem ganz anderen Thema. Hat dir das Outfit eines Schauspielers bei der Big Bang Theory oder bei der Umbrella Academy schon mal so gut gefallen, dass du unbedingt wissen wolltest, wo man es kaufen kann? Auf dieser Website findest du vielleicht die Antwort. Such deine Sendung in der Liste und klick auf das passende Vorschaubild. Schon weißt du Bescheid. Bei manchen Sendungen kannst du sogar nach Charakter, Staffeln und Episoden filtern. Wenn es mal keine exakte Übereinstimmung gibt, werden zumindest ähnliche Klamotten vorgeschlagen. Das macht sicher einen Haufen Arbeit. Vermutlich finanziert sich die Website durch Einkäufe über die Partnerlinks. Ich habe auch Partnerlinks in meinen Videobeschreibungen, zum Beispiel von Amazon und dem Geizhals-Preisvergleich. Wenn du auf so einen Link klickst und etwas einkaufst, dann bezahlst du den gleichen günstigen Preis wie alle anderen Kunden, aber Master Chief, Cimant Mexiko, bekommt ein paar Cent Provision dafür. Vielen Dank an alle, die ihn so unterstützen. Jetzt geht's wieder um Software. So wie man bei Nuss-Nougat-Creme direkt an Nutella denkt, ist es ja auch bei vielen Computeraufgaben. Bildbearbeitung ist für viele Photoshop, Briefe schreiben Word, Präsentationen PowerPoint und so weiter. Wenn man diese Programme aber nur selten braucht, lohnt sich der Kauf oft nicht. Oder es gibt sie nur noch als Abo, das mögen viele nicht. Oder man wechselt das System, zum Beispiel von Windows zu Linux oder macOS, und dann gibt's genau diese eine App nicht. Für all diese Probleme bietet die Website Alternative2 eine Lösung. Du kannst in die Suche zum Beispiel PowerPoint eintippen und findest direkt eine Menge Alternativen zur Software von Microsoft. Es steht direkt dabei, für welche Betriebssysteme die App verfügbar ist und ob sie etwas kostet. Hier oben kannst du sogar direkt Filter setzen, um die Suchergebnisse auszusortieren. Finanziert wird das Ganze wohl durch Werbung. Grundsätzlich ist dagegen nichts zu sagen, aber manche der Werbeanzeigen sehen sehr nach Scam aus, also Betrug. Ich würde da lieber nirgends draufklicken. Trotzdem empfehle ich die Website, weil der Betreiber selbst nichts für die Inhalte der Werbung kann. Er stellt nur den Platz für Google Ads zur Verfügung. Google platziert dann mittels künstlicher Intelligenz die Anzeigen darin und überprüft, meiner Meinung nach, die Inhalte nur mangelhaft. So ist das übrigens auch bei meinen Videos. Finger weg von diesen Fake-Vloggern, die da bei YouTube manchmal Werbung schalten und irgendwelche tollen Ratschläge zu Geld und Gesundheit haben. Weil wir gerade beim Thema Werbung sind. Diese Website hilft dir dabei, Spam und Junk in deinem E-Mail-Postfach zu vermeiden. Es funktioniert so ähnlich wie Apples E-Mail-Adresse verbergen Funktion, ist aber mit allen Systemen benutzbar. Und es ist nicht so umständlich wie ähnliche Funktionen von manchen E-Mail-Anbietern. Oft muss man sich ja mit seiner E-Mail-Adresse registrieren, um eine Website überhaupt nutzen zu können. Bei Online-Shops und großen Anbietern wie YouTube ist das in der Regel kein Problem. Vielleicht möchte man von denen ja sogar E-Mails bekommen. Aber bei manchen Websites weiß man nicht, ob der Anbieter seriös ist. Vielleicht verkauft er die eingegebenen Daten an Spammer. Für solche Fälle sind Wegwerf-E-Mail-Adressen praktisch. Direkt beim Öffnen der Website wird schon eine zufällige E-Mail-Adresse generiert. Du musst nur noch auf den Kopieren-Button klicken und sie bei der gewünschten Website einfügen. Wenn du deine E-Mail-Adresse bestätigen musst, funktioniert das auch. Die E-Mail mit dem Bestätigungslink oder Code taucht dann hier auf. Aber Achtung, deine E-Mail-Adresse wird irgendwann automatisch gelöscht. Du kannst also zukünftig keine Mails mehr empfangen und dementsprechend auch nicht die Passwort-Vergessen-Funktion benutzen. Und wenn du im Browser die Cookies entfernst, kannst du die E-Mails nicht mehr abrufen, weil dann eine neue temporäre Adresse erstellt wird. Ich benutze diesen Service jetzt dann gleich für die 5. und meiner Meinung nach coolste Website dieses Videos. Hiermit kannst du im Prinzip Videos wie meine machen, ohne selbst vor die Kamera zu müssen. Dafür werden Aufnahmen von echten Menschen mittels künstlicher Intelligenz so verändert, dass es so aussieht und sich so anhört, als würde dieser Mensch deinen Text in die Kamera sprechen.
Jeder kann das gratis testen. Einfach hier klicken. Auf der nächsten Seite kannst du eine Vorlage auswählen, zum Beispiel für ein Verkaufsgespräch oder ein Tutorial. Dann gibst du deinen Text ein. Über 60 Sprachen werden unterstützt. Mit Continue geht's weiter und hier ist Tempmail schon das erste Mal nützlich. Das Ganze noch bestätigen. Das war's schon. Und so sieht dann der fertige Clip aus. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir bitte einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann gib mir 2 Daumen runter. Falls du meinen Kanal unterstützen möchtest, lass bitte ein Super Thanks da. Und wenn du keine neuen Videos mehr verpassen willst, dann abonniere kostenlos meinen Kanal und aktiviere auch die Benachrichtigungsglocke. Also dann, bis zum nächsten Mal bei Mexiko Anleitungen und Tutorials. Vierte Servus, ciao.